ihr wissen wollt, was ich hier für einen Smog trage und warum dieser Ausrüstungsgegenstand noch volle Funktionalität aufweist, trotz angelegtem Koppeltragesatz, dann bleibt ihr jetzt dran. Bis gleich. Und mit diesen Eindrücken begrüße ich euch zu der neuen Sparte meines Kanals Joscha und Dexter. Wir nennen das Ganze hier Joschas Kleiderrückblick. Joschas Kleiderrückblick wird so ein bisschen was anderes werden, als ihr bisher von diesem Kanal kanntet. Und ich muss dazu auch sagen, ich nehme mich dabei selber nicht allzu ernst. Und wir wollen das hier mal so ein bisschen locker gestalten. Den Smog, den ich hier anhabe, der ist ziemlich lang. Und eben aufgrund dieser Länge ist es kein Problem, da noch ein Koppeltragesystem drüber zu tragen. Man kommt eben noch an alle Taschen dran. Das ist eine schöne Sache und ich möchte euch jetzt auch vorstellen, woher kommt das Ding denn überhaupt und was hat es damit auf sich. Und dazu werde ich euch jetzt erstmal in ein Geheimnis der Weltgeschichte einweihen, und zwar den sogenannten Camo-Baum. Den Camo-Baum, den gibt es schon seit Jahrtausenden. Das ist eine Legende. Ich habe ihn allerdings entdeckt und er birgt immer wieder neue, zarte Sprösslinge, die wir uns jetzt mal genauer anschauen werden. Wir haben hier die Einsatzkampfjacke, den Smog der niederländischen Armee in den Varianten Dreifarb Desert, dann einmal in der niederländischen DPM-Variante, den ich auch trage, und einmal in der Woodland-Variante, die von dem Corps Mariniers genutzt wird, also den Marineinfanteristen, den Spezialkräften. Ich werde euch alle drei jetzt einmal vorstellen, eben auf die Eigenschaften dieser Smogs eingehen. Den linken Smog, den sparen wir uns, weil der ist baugleich mit dem DPM-Smog. Wir haben lediglich eine kleine Abwandlung dann zu dem Woodland-Smog. Wir fangen mal hier oben an. Kragen mit einrollbarer Kapuze. Die Kapuze zeige ich euch gleich. Wenn wir uns die Jacke von hinten betrachten, dann rollen wir die mal aus und schauen mal eben, was kann die noch. Insgesamt ist zu beachten, dass wir hier komplett so eine Windflappe vorher haben. Die ist hier mit Klett gesichert und wir haben hier keine weiteren Knöpfe. Reißverschluss mit Klettflappe gesichert. Das Ganze machen wir mal hier oben auf. Wir schauen uns das mal an. Wir gehen da von oben nach unten vor. Reißverschluss. So, öffnen wir mal ein Stückchen. So sieht das Ganze dann aus. Von innen. Wir haben hier nochmal links wie rechts Klettflächen zum Anbringen von Namensstreifen. Wir fangen mit dem rechten Ärmel an. Der rechte Ärmel ist hier an die Jacke angenäht. Ja, verrückt, ne? Was ich schon mal richtig klasse finde und was ich auch bei so einer Einsatzjacke erwarte, das ist diese Unterarmbelüftung hier. Die kann man in zwei Wegen öffnen, hat allerdings hier innen drin kein Gewebe, also keinen Vektorenschutz, so wie man das von anderen Modellen her kennt. Zum Beispiel dem Sabre Scharfschützen-Smog, da ist sowas eingearbeitet. Wir haben hier auf dieser Seite eine Armtasche, die ist auch mit Klett verschließbar. Und wir haben Ärmelabschlüsse, die sind recht schlicht gehalten, einfach eben auch mit Klett. Da kann nicht viel dran kaputt gehen. So, total schlecht. Da müssen wir mal einen Cut machen mit Klett. Cut. So. Wir gehen rüber auf die andere Seite. Wir nehmen uns den linken Ärmel vor. Der ist ebenfalls hier an der Jacke angenäht. Und ich finde auch, dass die Verarbeitungsqualität, wenn ich mir das so angucke und auch so anfühle, die ganze Haptik, die ist wunderbar. Da kann man überhaupt nicht meckern. Wir haben hier zwei Taschen. Das heißt, eine am Oberarm, wo auch wieder eine Klettfläche ist. Und wir haben hier unten auch noch eine Tasche.
Die Taschen hier, das muss ich dann sagen, da sollte man vielleicht nichts reintun, was man dringend braucht. Weil wenn man die öffnen möchte und man muss es mit einer Hand machen, also man hat den Ärmel hier drin und will dann die, ich zeige euch das hier an dem Ding, das ist dann, ne, ihr seht das, ihr zieht das Material hier mit und ihr habt kaum Druck auf dem Ding. Ne, das ist, ja, ihr seht es, es geht ganz, ganz schlecht, beziehungsweise es geht fast gar nicht. Man muss also hier mit dem Arm und mit der Hand muss man so rumfriemeln. Gegebenenfalls hier noch irgendwie gegengreifen, was jetzt aber irgendwie auch nicht funktioniert. Also das hier ist eine Tasche. Und auch die oben am Oberarm natürlich. Da solltet ihr keine Sachen reinstecken, auf die ihr schnellen Zugriff braucht. Das wird nämlich ein Schuss in den Ofen. Also von der Größe her absolut okay. Kann man so Kleinteile reinpacken. Ihr wisst schon, ihr wisst selber, glaube ich, am besten, was ihr da reinpackt. Das muss ich sagen, ist einerseits super, weil es eben nicht aufgeht. Andererseits leider auch wenig funktional dann, ne? Wenn man da immer so extrem dran rumarbeiten muss. Wir kommen zu den oben aufgesetzten Taschen. Die sind erstens schräg aufgesetzt. Also ihr seht auch hier läuft die Naht gerade runter. Die Tasche bewegt sich dann hier unten so etwas abseits vom Körper. Das ist auch so eine Sache, da sagen Leute, ja, das ist super, weil man da dann so reingreifen kann und sich nicht den Arm verbiegen muss. So, wenn ich jetzt aber eine gerade aufgesetzte Tasche habe, dann greife ich da ja sowieso per se nicht so rein, dann greife ich da so rein. Also das ist jetzt für mich Gops wie gesprungen, ne? Aber da hat jeder seine eigene Philosophie. Mir persönlich ist es also völlig wurscht, ob die schräg oder gerade aufgesetzt sind, die Taschen. Ich komme da mit beiden gleichermaßen gut klar. Die Tasche ist nochmal hier Gewebe verstärkt. Das heißt, diese gesamte, also ab dieser Naht haben wir das hier unten doppelt. Und das ist natürlich bei der Tasche auch, bei den Taschen hier unten an der Seite und hintenrum überall. Also die sind qualitativ schon wirklich sehr hochwertig verarbeitet, da kann man nichts meckern. Regenabläufe haben wir auch, beziehungsweise wir haben hier einen Regenablauf, der ist dann hier so, ne, eingenäht. Seht ihr, da ist also keine Öse jetzt verwendet worden. Das ist bei den anderen Taschen eben genau dasselbe. Wir haben noch hinter der Tasche einen Reißverschluss liegen. Den zeige ich euch hier. Durch diesen Reißverschluss kann man nicht in die eigentliche Tasche reingreifen, sondern eben hinter die Tasche. Das ist bei der deutschen Einsatzkampfjacke oder ich sage jetzt mal einfach bei dem Modell von Scharrer deutlich besser gelöst. Denn dieser Reißverschluss hier, ihr seht das, das ist nicht viel. Das ist nicht viel Öffnung. Und ich komme da auch mit meiner Hand nur schwer rein. Bei den deutschen Pendants dazu haben wir hier einen weitaus größeren Reißverschluss und ihr kommt bis hier oben drunter, ist alles Taschenbereich. Also sehr, sehr groß, sehr geräumig. Das ist leider hier nicht vorhanden. Dieser Taschenbereich ist letzten Endes nur hier in diesem Bereich der Tasche. Also hier auch nur für Kleinsachen, an die man dann auch möglichst irgendwie so, ne, mit 2 Fingern dran kommt. Alles andere ist Fummelei. So, das ist für mich so das größte Manko an der Tasche, an der Jacke. Wir gucken uns das mal eben von innen an. Das ist mal eben weiter auf hier. Wir haben hier noch einen Reißverschluss an der Flappe. Da gelangt man dann allerdings in einen Innenbereich. Da haben wir dann so eine kleine, ja, letzten Endes Innentasche, die aber von außen zu befüllen ist. Da kriegt man ein bisschen größere Sachen auch rein, aber jetzt auch keine riesigen Klamotten. Sonst haben wir von der Innenseite her betrachtet keine weiteren Taschen da im oben liegenden Bereich. Wir haben hier nochmal eine Verstärkung der Schulter-Rückenpartie. Wahrscheinlich gehört damit so ein bisschen mehr vor Feuchtigkeit schützt. Das ist immer schön bei One Take, da hat man keine Möglichkeit Schnitte zu machen. Muss man mal gucken, dass man sich irgendwie so durchstolpert. Ja, ich habe den Reißverschluss, wir sprechen den mal jetzt zuerst an. Den habe ich jetzt fast komplett geöffnet. Da unten seht ihr, der hängt ja noch am seidenen Faden. Die Jacke hat hier eine spezielle Ausstattung.
Und zwar, ihr seht das hier vorne, der Reißverschluss ist nicht etwa kaputt. Der ist da bewusst offen gelassen, so dass ihr, wenn ihr die Jacke komplett geschlossen habt, da unten trotzdem eine hohe Beinfreiheit habt. Ihr könnt die Jacke hier mit dem Klett als auch mit dem darunter befindlichen Druckknopf, könnt ihr die natürlich auch komplett verschließen. Allerdings aufgrund ihrer Länge ist die Jacke dann für den einsatzmäßigen Gebrauch im Feld nicht geeignet. Das heißt, da müsstet ihr die sowieso unten öffnen und könnt das dann aber so geschlossen halten. So hat man Beinfreiheit, sonst habt ihr keine Beinfreiheit. Ich sag mal, wenn ihr irgendwo im Lager seid oder so und euch jetzt nicht irgendwie wahnsinnig bewegen müsst, dann kann man die Jacke eben schön schließen. Das ist dann wiederum auch ein Vorteil. Unten allgemein Abschlussband. Man kann das natürlich auch noch verstellen und zuziehen. Das ist richtig schönes, dickes Gummi. Das finde ich klasse. Links wie rechts natürlich, klar. Und in der Mitte zur Mittelverstellung, da haben wir hier zwei ganz normale Stoffkordeln, so dass man die Jacke da taillieren kann. Heißt das so? Taillieren. Naja, taillieren. Wie auch immer. Ich mache die jetzt mal ganz auf. Zack. Und dann haben wir hier, wie man das auch von den englischen Jacken kennt, hinten nochmal eine Tasche eingearbeitet. Die ist auch hier, ihr seht das, durchgängig mit Klett verschließbar. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Was ihr da rein tut, das fällt nicht weg. Keine Frage. Aber geht natürlich auch recht schwer auf. Aber ich sag mal so, wahrscheinlich, wenn man Sachen da rausholt, zieht man den Smog vermutlich eh aus. Ihr habt das gesehen. Zack. Dann haben wir hier unten wiederum eine weitere Tasche. Hatte ich ja schon angesprochen. Die ist genauso abgesetzt hier unten mit dem Stoff. Wir haben diese, sind das auch Canadian Slotted Buttons? Mag sein. Das ist dann hier das gleiche, wie man das dann bei dieser deutschen Einsatzkampfjacke hat. Wir haben hier eine weitere Tasche. Die ist hier so von der Flappe so schräg. Also hier oben ist weniger Material, da unten ist mehr Material. Hier haben wir das in der Mitte. Also das ist halt so wahrscheinlich irgendwie so eine Designfrage. Das sehe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch zum ersten Mal. War so genau habe ich es mir bisher noch nicht beguckt. Und an der anderen Seite haben wir ebenfalls so eine Tasche. Ja, das Ganze drehen wir jetzt mal um und schauen uns das mal eben von hinten an. So, hier haben wir den Kragen. Und das ist, finde ich, ganz gut gemacht an dem Kragen. Das ist hier auch Klett. Das ist an drei verschiedenen Stellen ist das mit Klett zu verschließen. Und dann kann man hier entsprechend diese Kapuze ausrollen. Mache ich mal eben hier. Zack, 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 zack. So. Dann haben wir die Kapuze. Ihr seht schon, hier vorne haben wir so einen kleinen Schirm dran. Das hier ist Draht. Der ist auch vernünftig zu verstellen. Das ist nicht so komisch wie bei dem Tech Gear Smog. Das halte ich für nicht so gelungen, was die da gemacht haben. Gut, also der Draht ist individuell anpassbar. Dann könnt ihr euch das Ding über die Birne ziehen. Und hier hinten seht ihr nochmal wieder Verstellelemente. Da kann man einmal die Jacke bzw. die Kapuze in diese Richtung verstellen und auch in die Seitenrichtung. So, das muss ich mir für andere Videos nochmal ein bisschen besser darlegen, wie ich das präsentiere. Ja, wir machen halt hier das erste Video jetzt. Das ist mir auch wurscht, ob das ein bisschen holperig ist. Ich denke aber, man kann das Ganze hier recht gut sehen, wie das aufgebaut ist. Und ich denke, dass man damit auch die Kapuze wunderbar an seine Bedürfnisse anpassen kann. So viel dazu. Sonst ist hier hinten nichts weiter zu beachten. Wir haben hier keine irgendwie angebrachten Schlaufen für Tarnmaterial oder dergleichen. Wir kommen dann noch mal eben hier unten zu der großen Tasche. Man nennt es auch Hasentasche. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Das ist letzten Endes einfach mit 3 von den Knöpfen hier gesichert und bietet dann nochmal entsprechend Platz für verschiedenste Dinge, Notschlafsystem, irgendwelche Planen oder weiß der Geier, was ihr euch da alles reinstecken könnt. Auf jeden Fall ist hier in der Jacke auch Stauraum ohne Ende. Ich mache das nochmal eben auf. Und dann sieht das Ganze von innen so aus.
ist ebenfalls da mit einem Ablaufloch, seht ihr an der Seite. Und wir haben hier genauso auch diese Gewebeverstärkung. Also sehr hochwertige, schöne Geschichte, wie ich finde. Ja, das ist jetzt die Jacke. Soweit ich das weiß, wurde die an die holländischen Fallschirmjäger ausgegeben. Ich habe da jetzt keine genaue Kenntnis, wer die noch getragen hat. Mich persönlich interessiert sowas dann auch nicht. Das ist mir reicht das, dass ich diese Jacke in meinem Besitz habe und dass ich für mich befunden habe, die Jacke ist absolut klasse. Ist auch hier in Deutschland gar nicht so bekannt. Und hier haben wir noch die Besonderheit, und zwar ist das, wie ich ja schon sagte, die Jacke der niederländischen Marinekommandos in dem Woodland. Die haben ja ganz lange Zeit noch Woodland getragen. Sind glaube ich mittlerweile auch auf das neue Tarn umgestellt. An dieser Jacke ist zu beachten, dass wir hier einfach eine schlichtere Ausführung haben als die allgemeine Jacke. Wir haben nämlich auf dem Rücken und auch an der Seite keine Taschen. Dafür haben wir hier vorne Taschen. Und diese Taschen sind sehr viel größer als die bei der DPM-Variante. Ebenfalls hier unten Gewebe verstärkt. Ihr seht hier vorne die Naht. Und also diese Größe der Taschen erinnert mich sehr an die Taschen der englischen Fallschirmjäger-Smogs. Die haben nämlich auch unten so Riesentaschen. Da habe ich schon mal, verratet es keinem, 2 Dosen Faxe untergebracht in nur einer einzigen dieser Taschen. Das ist mir zu fummelig gerade, sorry, ich mache das mal eben so. Und wenn ich das hier so sehe, diesen Innenraum hier, guckt euch das an, das ist wirklich riesig. Da bin ich guter Dinge, dass ich da auch 2 Dosen Faxe reinbekomme. Und ich meine, in eine Jacke, in die man mal eben so 2 Dosen Faxe reinbekommt in eine Tasche, da ist der Tag ja eigentlich schon gerettet, ne? So, hier gibt es sonst nichts weiter großartig zu beachten, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber ich gucke noch mal eben nach. Ich glaube, wir haben eine Besonderheit haben wir noch. So, wir haben auch, und das haben die Engländer ja auch sehr häufig, diese innenliegende Tasche hier. Die gibt es halt auch. Was wir allerdings gespart haben, sind eben die Seiten und die außen aufgesetzte Tasche. Die ist auch richtig toll verarbeitet, komplett durchgeklettet. Wunderbares Teil. Jo. Das war meine Vorstellung. Mein erstes Bekleidungsstück Rückblick-Video. Das wird sich natürlich jetzt mit der Zeit ein bisschen professionalisieren. Das ist ja genauso wie mit den ehemaligen militärischen Liegenschaften. Da habe ich mich ja auch so rangetastet. Das war auch nicht alles mega geil von Anfang an. Das war auch mal ein bisschen holpriger etc. pp. Und hier muss ich sagen, jetzt gerade hatte ich auch etliche Anmoderationsversuche gebraucht, um irgendwie einen Weg zu finden und sagen zu können, okay, so können wir es machen. Hätte ich das jetzt die andere Serie nicht gemacht, wäre es hier wahrscheinlich ziemlich schlimm geworden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der niederländische DPM-Smog und die Woodland-Variante. Ich finde, das sind richtig klasse Jacken. Bekommt man recht schwierig, sag ich mal. Hier in Deutschland gibt es die selten. Kann man mal bei eBay gucken oder bei Kleinanzeigen. Und von mir persönlich jetzt zu diesem Kleidungsstück eine klare Kaufempfehlung. Ich finde das eine sehr hochwertige, super coole, funktionale Jacke. Bis die Tage, macht's gut. Aufnahme läuft. Wenn ihr wissen wollt, warum Cut. Wenn ihr wissen wollt, Cut. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Videoserie oder der jetzt sich fortsetzenden Videoserie Joschas Kleiderrückblick.
Wir machen hier nämlich kein Gear Review, weil Anglizismen können kann jeder. So, das machen wir nochmal neu. Behindi. Ja, mit diesen ersten Eindrücken heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem neuen Kanal. Neuen Kanalsparte. Joschas Kleiderrückblick. Ich werde hin und wieder Videos machen über die Dinge, die ich da zu Hause lagernd habe. Und das Ganze ist genau bewusst so vom Namen her gewählt, denn Anglizismen, ja, das kann ja jeder, ne? Gear Review, was für ein Scheiß, ey. Also, wir haben hier einen Kleiderrückblick oder einen Bekleidungsrückblick. Da, der kleine Mann, den muss ich mal ganz kurz mit einbauen ins Video. Der ist hier so aufgeregt, ne? Der sieht natürlich ständig irgendwelche anderen Hunde und was weiß ich. Den musst du erstmal an die Leine nehmen. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Ich wollte euch ja vorstellen, was für eine Einsatzkampfjacke oder was für ein Smog ich da trage. Der ist nämlich so lang geschnitten, wie ihr gesehen habt, dass man an die unteren Taschen auch an die Tasche auf dem Rücken, ja, dieser Smog hat eine Tasche auf dem Rücken, ohne weiteres dran gelangen kann. Und dazu habe ich euch hier mal die Exemplare, die ich davon besitze, mitgebracht. Und zwar sind es 3 Exemplare. Es gibt auch nur 3 dieser Exemplare. Wir sprechen hier von der Einsatzkampfjacke oder dem Smog der niederländischen Armee. Den stelle ich euch jetzt mal ein bisschen näher vor. Wir machen da keine großen Schnitte. Ich denke, das wird so eine One-Take-Geschichte. Wir fangen hier mal an. Ach ja, ganz vergessen, schlecht vorbereitet, ganz vergessen. Das allererstes muss ich euch sagen, das hier ist ein sogenannter Kleiderbaum. Den gibt es schon seit Jahrtausenden. Der hat Heerscharen von Menschen gekleidet. Es wachsen immer wieder Sprösslinge dran hervor. Und wir haben hier auf jeden Fall 3 Sprösslinge der besonders schönen und zarten, knackigen Blüteklasse. Nummer 1